Klaus. Es regnet. Ja. Ja, sicher rufe ich dich auf. Gerade als Erste. Hausaufgaben. Ja, das ist ja gut. Wenn man dir die Sachen lang genug expliziert, was und wie, dann klappt es Donnerstag. Du hast mir gestern nicht einmal zum Unterschreiben gegeben. Moment, ja. Weniger erfreuliche Nachricht für mich. Ich möchte, dass Sie es während dem Unterricht möchten, wenn er den Musik nicht machen können, will ich nur den ganzen Nachmittag gestern müssen üben für die Musik, um meine einen wieder auszuprobieren und wenn es dafür ist das nicht so gut. Nein, das ist gut, wenn es du selber schon sagst. Wer sagt es weniger? Ja, das ist ja das Minimalste. Ja. Nein, aber weißt du, wir haben frei gehabt gestern Nachmittag, also eine Viertelstunde kann man sich dann auch noch wegnehmen vom Musiknotenausbau. Ja, das Training tust ja nicht, dann kannst du eben nicht ins Training, weil du noch Mathe machen musst. Es ist ein Setzen von Prioritäten, das da nicht ganz wichtig ist. Mathe null. Ja, das Training fällt mir nicht, aber die Hausi macht man nicht. Und sagt, ja, ich gehe es dir sagen, dann kannst du auch im Trainer sagen, du kommst jetzt heute nicht. Du müsstest noch eine Musiknote ausbilden. Das mache ich ab und zu auch, dass ich noch dass ich sage, ich kann Hausaufgaben und es geht nicht. Wollt es nur kommen? Ich habe gestern richtig gefragt, ich konnte lösen. Ganz so ruhig und kurz habe ich es können. Sagen noch viel, du musst einfach überlegen, nicht? Die Viertelstunde finden wir schon noch. Aber wenn man will. Aufgabe nicht lösen. Ja, die schauen wir nachher an. Ah nein, schau, kannst du das Büchlein gerade nehmen. Ja. So, die haben die jetzt vielleicht versorgen, wie? Nein, jetzt nicht. Stellen Sie doch hier rein in den Schrank, dann sind sie versorgt und dann könnt ihr sie nachher eliminieren. Das ist ganz schön hergestellt. Das muss ja. Ja, und der Klaus tut mir schon noch Kapuzen abziehen. Ja, jawohl. Mich sollte man ja noch hören. Das ist noch für ihn da, weißt du, das sind ja ich. So. Gut. Auf geht's, Talkshow. Mit Applaus haben. Ja? Ich weiß nicht. Er läuft schon mal. Ja, er wurde ja von vorne gesehen. Nachdem wir alle in der Schönheitsfarm waren jetzt. Sind wir eben nicht gewesen, wenn wir Raffi hat eben gemeint, wenn ihr es gewusst hättet, wäret ihr am Wochenende noch in die Schönheitsfarm. Ich habe es natürlich gewusst, ich war jetzt 2 Wochen gewesen, habe es noch nicht gemerkt. Ja. Also, auf geht's. Es hat geläutet. Es hat geläutet. Auf die Plätze. Fertig los. Es hat geläutet, meine Herren. Gut. Ja, schlecht. Nur in Prüfungen. Gut. Guten Morgen. Wir haben uns seit den Herbstferien jetzt mit dem Thema Faktorisieren befasst, das heißt die letzten beiden Lektionen.
Und wir haben auf 2 Ebenen gearbeitet. Einerseits haben wir versucht herauszufinden, warum das Faktorisieren eigentlich wichtig ist. Und in dem Zusammenhang haben wir gestern gesehen, dass beim Rechnen mit Bruchtermen das Faktorisieren wichtig ist. Weil das Thema so trocken ist, haben wir uns ein bisschen aufgeheitert mit diesen Figuren. Heute werden wir einen zweiten Bereich dann kennenlernen, in dem uns das Faktorisieren auch gute Dienste leistet, und das sind die quadratischen Gleichungen. Bis jetzt konnten wir keine quadratischen Gleichungen lösen. Wir werden mithilfe von Faktorisieren sehen, dass wir wenigstens einige schon lösen können. Wir haben jedoch am Dienstag auch schon einige Übungen gemacht, wie wir technisch mit diesem Faktorisieren umgehen, und dazu habt ihr Hausaufgaben gelöst und die möchte ich jetzt zuerst einmal korrigieren. Die Aufgabe A hatten wir noch nicht besprochen, aber die bietet keine speziellen Schwierigkeiten. Ich wiederhole vielleicht gleich noch einmal das Vorgehen. Wir schauen zuerst, welche Klammer, welcher Ausdruck in beiden Summanden vorkommt. Hier ist es eindeutig diese Klammer a minus b, die faktorisiere ich. Das heißt, ich überlege, was multipliziert diese Klammer? Die Antwort lautet, sie multipliziert einerseits diese 3x plus 4y und andererseits plus 2x plus y. Wir rechnen das aus und stellen dann hier fest, Achtung, da haben wir noch einmal einen gemeinsamen Faktor, den wir wieder ausklammern können. Sind Fragen zu dieser Aufgabe, zu diesem Resultat? Jetzt stellt niemand Fragen. Die zweite brauche ich nicht zu besprechen, die hatten wir ja eigentlich als Musterbeispiel zusammen schon gelöst. Und wir gehen somit zur dritten über. Das Vorgehen ist genau das gleiche. Die Klammer scheint in beiden Termen auf. Ich faktorisiere sie. Was multipliziert diese Klammer? Die 10by plus 7ax minus diese zweite Klammer. Und nun müssen wir das wieder zusammenfassen, ausrechnen, stellen fest, dass sich hier noch einmal etwas faktorisieren lässt. Alles klar? Oder gar nichts klar? Raffaela? Nein. Was ist nicht klar? Versucht ein Problem auszudrücken. Da hat es ja ein Minus. Dieses hier? Ja. Ja, das ist mal da. Was ist jetzt mit diesem Minus? Ja, hat das irgendwie nichts zu bedeuten? Doch, Minus. Ich muss mit meiner Klammer 2m minus 3n die Differenz von den beiden Klammern multiplizieren. Also muss ich dieses Minus hierher übernehmen. Und deine Frage ist sehr gut, weil sie uns auch gleich auf ein Problem hinweist. Wir müssen aufpassen, dass wir diese Klammer hier auf jeden Fall schreiben. Denn dieser ganze Ausdruck wird ja subtrahiert. Die Klammer muss sein. Diese Klammer hier ist eigentlich freiwillig. Aber die muss ich setzen, weil dieses Minus
auf beide Ausdrücke wirkt. Deshalb entsteht dann auch ein plus 2by, was mich zu diesen 12by führt. Hat das deine Frage geklärt oder noch nicht richtig? Tommy? Schon auch einfach ausrechnen ohne die Klammer, also einfach gerade ausrechnen statt. Das gerade Ausrechnen, wie meinst du das? Ja, einfach jetzt minus 3ax plus 2by und dann die Klammer wechseln. Sicher, wenn man hochbegabt ist, dann kann man das machen. Die Gefahr ist einfach sehr groß, dass wenn man die Klammer nicht schreibt im Zwischenschritt, dass man nachher diesen zusammen kombinierten Zeichenwechsel vergisst und dann hier ganz locker ein Minus schreibt. Aber es ist sicher, dass du das auf einmal machen darfst. Du kannst von der Zeile direkt auf die hier schließen. Ich habe die letzten zwei jetzt auch etwas schneller gelöst, du wirst es gleich sehen. Sind noch andere Fragen zu diesem C? Also das Minus war genau die neue Schwierigkeit da drin eigentlich. Jetzt gehen wir zu D. Sagt ihr mir, was ist jetzt gemeinsam? Welche Klammer kommt in beiden Termen vor? Samuel? 3u plus 4v. 3u plus 4v, richtig. Die faktorisiere ich hier. Und jetzt habe ich Schnellverfahren von Tommy angewendet. Wer kann nachvollziehen, wie ich zu diesen beiden Termen gekommen bin in dieser Klammer? Ja, Samuel? 6xy plus 4xy und minus 7a, ab plus 3ab. Richtig, gibt minus 4ab. Ich habe noch weiter faktorisiert, weil in dieser Zahl 10 und in der Zahl 4 der gemeinsame Faktor 2 enthalten ist. Und jetzt geht nichts mehr. E ist auch wieder im Schnellverfahren aufgeschrieben. Ich habe auch jetzt keine eckigen Klammern mehr gemacht, weil das ist ja eigentlich nur eine Hilfe, dass man die Klammern ein bisschen unterscheidet. Was ist der gemeinsame Ausdruck, den ich faktorisiere, Philipp? 2a minus 5b. 2a minus 5b, richtig. Wie entsteht dann der Inhalt der zweiten Klammer, Philipp? 7m minus 5m und minus 3n minus 2n. Gut, minus 2n. Also, das ist wieder dieses wichtige Minus, das sich auf die ganze Klammer hier bezieht. Minus 5m und minus 2n. Und jetzt sind hier keine gemeinsamen Faktoren enthalten, man kann nichts mehr machen. Und die letzte noch. F. Resultat, Benjamin, was gibt's? 2x Quadrat minus 1 mal 9y. Mal 9y, jawohl. Du hast nicht präzisiert, aber man hat vom Sprechen her gehört. Das steht in einer Klammer. Das war der gemeinsame Faktor in der ersten Summe. Ich hole es heraus und betrachte das Plus. 8y plus y sind 9y, z plus minus z fallen weg. Also bleibt das. Ihr seht den Unterschied. Am Anfang habe ich sie ganz ausführlich aufgeschrieben, hier nicht mehr. Ich würde euch raten, es eher relativ schnell zu schreiben, also mit wenig Zeilen, dafür sehr genau zu überlegen, was ihr hinschreibt.
Wenn man die ausführliche Schreibweise wählt, wie hier, besteht auch die Gefahr, dass man schnell abschreibt und dann schnell einen Abschreibfehler macht. So was weiß ich, den Zweier vergisst oder aus dem Y ein X macht und solche Sachen. Sind noch Fragen zu den Hausaufgaben? Nichts mehr? Gut. Dann gehen wir zu diesem zweiten Punkt über, zu diesen quadratischen Gleichungen, die wir näher untersuchen wollen. Und ich gebe euch dazu jetzt ein Arbeitsblatt. Die Fragen sind gestellt auf dem Arbeitsblatt, überlegt und versucht zuerst, das einmal im Heft ein bisschen herauszufinden, wie man das machen könnte. Wir können sehr gern zu zweit die Sache besprechen. Auf dem Blatt tragen wir nachher die korrekten Lösungen ein. Da kommen diese schönen Beispiele. Viel Spaß. Und auch. Bitte schön. Nein, das ist eine Umformung. Die zwei Terme sind absolut gleichwertig. Corinne, deine Verbesserungen korrigiere ich für morgen. Ich habe sie noch nicht. Mach es doch aufs Heft, Shane, dann kannst du hier nachher schön sauber die Lösung eintragen. Ja, und jetzt musst du überlegen, was heißt es? Das ist 0. Unter welcher Bedingung kann... Dann schreib das auf. Eine von beiden, es ist ein Spezialfall. Ich weiß nicht, ob das der günstige Ansatz ist. Mach das eben zuerst ins Heft. Es ist dann problematisch, oder? Weil du x² und x hast. Schaut euch den Term gut an und denkt vielleicht noch ein bisschen an unsere Faktorisierzange, oder wie haben wir sie genannt gestern? Da unser Freund und Helfer. Tommy. Schau, den hatten wir doch gestern getroffen. Wenn wir diese Frage stellen im Zusammenhang mit Faktorisieren, könnte vielleicht Faktorisieren eine Spur weiterhelfen? Das kann sehr gut sein. Das ist richtig, jetzt musst du weiterdenken. Was bedeutet dieser Ausdruck? Und wann kann er 0 sein?
Nein, das stimmt nicht. 5 kann ja nicht 0 sein, Barbara. Stimmt das jetzt so? Es stimmt schon, aber wie machst du jetzt weiter? Ja, das habe ich ja eigentlich fragen. Kann man jetzt da nicht das x da also minus 25 auf dieser Seite, das ist dann minus 25, das ist dann noch die Klammer und dann natürlich die Klammer auf dieser Seite. Aber du hast ja da zweimal das x drin. Ja, aber Ja, das eben. rechnet jetzt wieder das x durch 2. Hast du wirklich faktorisiert? Schau, Raffaella, du hast immer noch eine Summe. Gibt es nicht eine Möglichkeit, diese ganze Summe als Produkt aufzuschreiben? Ja, ja, also. Ich denke, ganz viele haben mindestens den ersten Schritt gemacht. Woran erinnert euch dieses x² plus 10x plus 25? Esti? An eine binomische Formel, richtig. Und zwar, welche? Was ist es, dieser Ausdruck? Ja? Ja, das spielt keine Rolle. Wie lässt es sich faktorisieren? Das wäre eigentlich meine Frage. Michelle? X hoch 5 hoch 2 macht die Probe x² plus 2 mal das Produkt, also 10x, plus 25 ist das Quadrat von 5. Dieses Quadrat ist 0. Wie geht es weiter? Annette? Wenn eine Zahl mal eine Zahl 0 ist, oder wenn ein Term mal ein Term 0 ist, dann muss einer der beiden 0 sein und der beiden gleich sind, ist x plus 5 gleich 0. X plus 5 muss 0 sein, richtig. Das habe ich hier, dass wir nicht so viel schreiben müssen. Richtig. Ihr erinnert euch daran, das haben wir schon mehrfach gesehen. Wenn das Produkt von zwei Zahlen oder von zwei Klammern 0 ist, muss eine oder die andere Klammer 0 sein. Und hier habe ich einen Spezialfall. Das a und das b sind hier beide x plus 5. Dieses Quadrat kann nur 0 sein, wenn x plus 5 0 ist. Und das heißt, wie groß muss x sein, Klaus? X muss minus 5 sein. Also wir haben es geschafft, unsere erste quadratische Gleichung zu lösen, so quasi. Ihr seht aber, es ist ein Spezialfall. Wir haben eine binomische Formel gehabt. Jetzt dürft ihr weiter hirnen und studieren. Zweite Knacknuss. Sie ist nicht viel härter als die erste. Versucht dazu eine Lösung zu finden und euch immer auch an das Gesetz zu erinnern über die Produkte. Lassen wir allen ein bisschen Zeit. Die richtigen Lösungen hier übertragt ihr bitte auf das Theorieblatt, dass das dann komplett ist. Ja gut, ein bisschen Kopfrechnen könnt ihr ja noch. 11 mal 11 gibt 121. Jawohl, das kommt. Was kommt da noch, Sandra? 11 mal wie viel gibt 121? Wie stimmt das so? Jawohl.
Das stimmt. Also. Oh, das ist minus 14, 14. Es fehlt nur eine Kleinigkeit, das muss noch gleich sein. Das stimmt. Das ist richtig, ja. Gut. X ist 11 bei der zweiten. Schau, ich habe es abgedeckt vorne. Gut, ihr seid ja so schnell. Ihr habt schon die dritte gelöst, teilweise. Schön, hopp, hopp. Mhm. Unsere lieben binomischen Formeln. 169. Ach. Was gibt 12 mal 12? Schaut, ihr müsst nur die letzte Zahl anschauen, 9. Das kriegt ihr als Quadrat nur mit einer 3. Und dann ist es ziemlich naheliegend, dass man mit... Was habe ich? Entschuldigung, ich habe 169 gelesen von dir. Das ist 196. Oder? Nein. Ich glaube, ja, 96 ist es. Habt ihr die dritte? Jawohl, jetzt gibt es einen kleinen Unterschied. Also ihr seht, 196, ja, was habe ich da geschrieben? Oh, Schreck. Wahrscheinlich wollte ich 169 machen. Nein, das ist falsch. Die Überlegung bleibt gleich, aber die Faktorisierung ist x minus 14 mal x plus 14 gleich 0. Ich habe ja wirklich 96 geschrieben am Blatt. Schauen. Ja. Gut. Und jetzt ist es ein bisschen anders als vorher. In den ersten beiden Fällen hatte ich zweimal die gleiche Klammer als Faktoren. Und jetzt habe ich zwei Klammern. Also denken wir an dieses Gesetz hier. Die eine ist 0 oder die andere. Also muss x minus 14 0 sein. Oder zweite Variante, Benjamin, x plus 14 muss 0 sein. Und das gibt uns dann für x die beiden Lösungen. 14 oder minus 14 oder x gleich minus 14. Hans-Uli hat die Frage gestellt, kann man es als Lösungsmenge aufschreiben und wenn ja, wie? Barbara? Also, Lösungsmenge gleich minus 14 und dann so Strichpunkt Strichpunkt und dann 14. und 14. Ich zähle sie auf, die zwei Lösungen. Annette? Ja. Könnte man jetzt auch als Lösung für Grad 14 schreiben? Könnte man. Aber man macht das eigentlich nicht. Wenn man einen Betrag hat, so am Schluss gliedert man es auch auf in beide Zahlen. Ihr seht, wir haben somit herausgefunden, dass wir jetzt quadratische Gleichungen lösen können, wenn wir entweder eine erste, eine zweite oder eine dritte binomische Formel erkennen können. Nur sind quadratische Gleichungen sicher nicht immer von dieser Art. Und das nächste ist jetzt eher eine Knacknuss. Mal schauen, ob ihr da was findet. Die Idee ist wieder die, wir versuchen zwei Klammern zu finden, deren Produkt 0 ist und deren Produkt diesem Ausdruck 6x² minus 7x minus 3 entspricht.
Was müsst ihr in die Klammern einfüllen? Ihr dürft ein bisschen raten, ausprobieren, testen. Wie? Jawohl, das obere braucht ihr nicht mehr. Danke. Ich will nur die Lösung noch nicht vorzeigen. So. Gut. Bravo. Ja, jetzt bist du, ich glaube, es ist richtig, warte, ich muss von hinten lesen. 3 gibt minus 9, jawohl, das stimmt. Jetzt musst du noch fertig rechnen, Marc. Ja, schreib es in Bruchform vielleicht. Wieso 3, jawohl, 1/3, richtig. Selber suchen. Lass dich nicht beeinflussen von deinem Nachbarn. Schau, du musst überlegen, es müssen 2 Klammern sein. Wie kann man vorgehen, damit es dann im Produkt 6x² gibt? 3x und 2x. Es wäre auch möglich, 6x und 1x zu haben. Da muss man sich dann irgendwie entscheiden. Also da musst du eben ausprobieren. Es gibt da keine Methode, durch die man sofort sagen kann, was richtig ist. Hinten muss es 3 geben. Also minus 3, genauer gesagt. Ja. Nein, da hast du einen Zeichenfehler, pass auf. Wenn du die Zahl 3 hier hast, dann nimmst du 2x nach rechts, minus oder eben 2x gleich plus 3. Das wäre eine Variante, ja. Richtig, gut, die letzte Variante, Shane, das sind eigentlich die gleichen. Du hast es nur umgekehrt geschrieben. Das muss ja irgendwie umgekehrt sein. Ja, also die kannst du beide mit dem testen. Grundlegend sind die 2 Möglichkeiten offen. Richtig, und jetzt musst du überlegen, was dann hinten noch kommen muss. Und was stimmt, ermittelt man mit Hilfe vom mittleren Term nachher. Was haben wir hier? Ja, gleich 6x² minus 7x plus 3 gleich 0. Schaut ihr mal bitte her jetzt. Die Ideen, die gekommen sind zum Ausfüllen der Klammer, war, Shane hat es vorher gerade gesagt, 6x und 1x, dann bekomme ich die 6x². Oder eine zweite Möglichkeit, die wir auch eigentlich hier schnell erkennen, ist diese Variante. Wir haben mit dem Term, den haben wir gebraucht, um so weit zu kommen. Als zweites müsstet ihr jetzt die Zahl minus 3 anschauen. Wie könnt ihr mit ganzen Zahlen einmal auf ein Produkt minus 3 kommen? Plus 3 mal minus 1. Plus 3 mal minus 1. Jetzt könnte ich hier plus 3 und hier minus 1 setzen. Ich könnte aber auch hier minus 1 und da plus 3 setzen. Und hier habe ich die gleichen Alternativen zur Auswahl. Also im Moment habe ich eine Auswahlsendung. Was passt? Und
gehen wir so vor. Was passt sicher nicht? Woran kann ich jetzt erkennen, ob eine dieser 4 Lösungen richtig ist? Samuel. So, das muss ja 7x geben. Gut. Der letzte Term hier in der Mitte, den haben wir noch gar nicht berücksichtigt. Wenn ich diese Produkte ausrechne, entsteht ja der Term. Also müssen wir jetzt schauen, welcher dieser 4 Fälle uns wirklich die minus 7x gibt. Wie steht es mit der ersten Variante? Wie viele x bekomme ich da? Minus 6 plus 3 gibt, Hans-Uli, minus 3x. Also, das können wir vergessen, das ist falsch. Zweite Variante. Wie viele x bekomme ich hier? Janine? Das ist mir nicht ganz klar. 6 mal 3x, 6x mal 3, 18 und minus 1, 17x. Das ist auch was anderes. Die erste Variante ist gestorben. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Das sind, Corinne, 9x und noch, Entschuldigung, ich habe falsch gezeigt. 3x mal minus 1 sind, nein, 3x mal minus 1 sind minus 3x und dann noch, Achtung, nicht aufgeregt, 6x, 6 minus 3, da bleiben 3x in der Mitte. Die Hoffnungen schwinden, wenn es jetzt nicht klappt, dann schaut das Ganze nicht sehr hoffnungsvoll aus. Schreiben wir es jetzt mal auf. Unsere letzte Hoffnung. Stimmt das? 9x. Und jetzt, Marc? Er braucht noch seine Brille. 9x. 9x minus 2x gleich 7x. Gleich 7x. Jetzt habe ich 6x Quadrat plus 7x minus 3. Danke. Fast. Kriegen wir das noch hin? Hans-Uli? 3x plus 1, zweite Klammer, 2x minus 3. Richtig. Machen wir die Probe. Stimmt es jetzt wirklich, Jannik? Wir multiplizieren noch einmal alles sauber durch. 6x Quadrat minus 9x plus minus plus 2x und minus 3 gleich 0. Das stimmt jetzt wunderbar. Uff. Also, ihr seht, es geht nicht immer so einfach, wie wir das jetzt bei den ersten 2 Beispielen gesehen haben. Wir werden morgen dann sehen, wie man überhaupt vorgeht, um so etwas systematisch auch lösen zu können. Aber für heute ist da genügend neuer Stoff. Jetzt möchte ich, dass ihr noch ein bisschen übt
an diesen Techniken, denn ihr merkt, man muss einfach Routine bekommen, um diese Faktorisierungen schnell zu lösen. Ihr habt in eurem Buch, ja, also auf den Kopien besser gesagt, Drittklassbuch, also auf euren Kopien, sind die Nummern 14a, 15b und dann auch 17b Aufgaben zu diesem Bereich. Es steht aufgeschrieben, Benjamin, welche? 14a heißt klar, bestimme die Lösung der Gleichung. Und ihr habt mehrere quadratische Gleichungen. Ihr müsst versuchen, die jetzt mit Hilfe dieser Methode zu lösen. Ja, sicher, die sollten eingetragen sein auf dem Theorieblatt. Soll ich es noch einmal auflegen? Gerne. Einfach der Reihe nach, ich schiebe es nachher hinauf. Oder man kann, glaube ich, auch das letzte lesen an der Wandtafel. Wir wissen ja, es ist nicht toll mit unserer Wand, aber das macht nichts, es geht auch so. Wenn ihr noch einzelne Fragen habt, streckt jetzt, dann kann ich vorbeikommen. Schau, es steht ganz unten 14a, 15b und 17b. Das sind solche Gleichungen, die man dann lösen muss. Hier 16, 15 und 14a. Das Lösungsheft ist wie immer da vorn. Ihr könnt nachschauen, ob eure Lösungen stimmen oder nicht. Jawohl. Wie meinst du? Hier haben wir gesagt, Nummer 14a. Ja, die schauen wir dann auch noch an zum Üben. Aber zu dem, was wir jetzt gerade ausprobiert haben, passen 14a, 15b und 17b eigentlich auch 16. Klappt's? Hausaufgaben ist gut gegangen? Ja, ich habe da noch ein bisschen gemacht. Ja, das ist schon gut. Wenn du welche schon gelöst hast, Christoph, kannst du gut nachschauen im Lösungsheft, ob sie richtig sind. Ja. Es liegt vorne. Also es geht eigentlich darum, dass man die binomischen Formeln erkennt. Ne? Ja. Ja, Shane, versuch doch noch ein bisschen deine Darstellung zu verbessern. Es schaut so sehr locker und leger aus, wie du das machst. Schau mal, wie viel Platz du brauchst. Das würde gehen mit viel weniger, wenn du sauber immer jede zweite Zeile schreibst. Also wenn wir nachher irgendwie solche Brüche bearbeiten, wie wir in unserem ersten Beispiel da gesehen haben, und du das auch so machst, dann brauchst du eine Seite für eine Aufgabe und hast keine Übersicht mehr. Oder es wird dann alles zu groß. Also ich würde das versuchen, ein bisschen kleiner zu machen. Jawohl. Das stimmt. Ja. Es ist einfach ein bisschen seltsam, dass du dann immer dein X nach rechts nimmst zum Schreiben. Es spielt keine Rolle, es ist einfach ein bisschen ungewöhnlich. Man kann ja auch originell sein. Ja. Ja, das ist richtig. Bei 15b? Nein, er ist bei 14.
Ja, man die nur die 3 davor lesen, oder? Ja, du bist an Aufgabe 15b und er arbeitet an Aufgabe 14a. Da ist es nicht verwunderlich, dass ihr unterschiedliche Lösungen habt. Und schau, wenn du es jetzt in Kurzform schreiben willst, kannst du es natürlich auch nach der Überlegung einfach aufzählen. So, das ist gleichwertig. Tommy, schöne Darstellung, bitte. Ja, wieso machst du es dann? Ja. Bist du sicher, dass es Minus ist, Gianni? Nein, plus. Ja. Da muss man immer aufpassen. Das sind die lästigen Fehler, die einen dann ärgern. Ja, ihr seht, 15b ist eigentlich fast keine B-Aufgabe, weil es ist ja alles schon so schön faktorisiert. 5 Sechstel, ja. Aber du musst vorne ja plus x Quadrat haben. Welche machst du da? A. D. Es muss ja x Quadrat sein. Aha, ja, sicher. Wenn du beide Zeichen wechselst, ändert es ja dann auch nichts. Wenn x minus 7 0 ist, ist x 7. Und wenn 7 minus x 0 ist x auch 7. Siehst du, es kommt nicht darauf an, in welcher Reihenfolge du sie schreibst. Spielt es eine Rolle, dass ich zuerst nehme? Das Negative oder das Positive, meinst du jetzt beim Aufzählen? Nein, meistens gibt man die Lösungsmenge in aufzählender Form dann steigend an. Weißt du, so, das ist auch richtig. Man kann es sich dann direkt auf dem Zahlenstrahl vorstellen. Das ist der Vorteil. Aber wenn es binomisch ist, dann wäre es ein Erste, oder? Also ein x plus etwas im Quadrat. Wovon ist 144 das Quadrat? 10 mal 10 gibt 100. 11 mal 11 haben wir gesehen vorher. Und was kommt nachher? Gibt ungefähr 144. Und schau jetzt, wenn du x plus 12 nimmst, in der Mitte kriegst du bekanntlich das doppelte Produkt. Und 2 mal 12 stimmt, gibt 24. Wenn du jetzt hier 27x hättest, dann könntest du es eben nicht so faktorisieren. Also man darf sich nicht täuschen und meinen, es geht immer so. Das sind natürlich alles Aufgaben, bei denen es geht. Aber sonst kann das auch ganz anders sein. Du darfst es ruhig auch als Quadrat schreiben, Essi. Du musst sie nicht zweimal nebeneinander schreiben, das ist nicht notwendig. Hier gibt es keine Quadratzahl Bei E. 2x und hinten 3. Geht das nicht? 2x mal plus 3. Im Quadrat. Oder weil hier ein Minus steht, musst du vielleicht mit dem Zeichen noch etwas tun. Gut, es wird gleich läuten oder hat schon. Für morgen macht ihr mir einfach diese erste Aufgabe 14a. Die ganze. Das geht schnell. Ein bisschen Routine braucht es. Kann ich nicht ganz. Hast du die falsche gelöst? Nein, ich habe die Ja, dann bleibt ja nicht mehr viel. Gut, morgen machen wir weiter mit dem. Oh. Die Ärmste. Was ist noch? Ich lasse mir nicht. Das ist
Das hat sie so übersprungen. Das ist nicht fertig gerechnet, ich weiss. Aber jetzt ist kein A plus B mehr dahinter. Ade miteinander. Du hast A plus B hier faktorisiert, 9x plus 8y minus das. Aber der ist nicht mehr. Das ist das. Das ist das. Dass das zu einem Minus wird. Richtig. Ich kann nur mehr. Ja, ja. Aber hinten ist kein A plus B mehr. Sonst hast du es dann, ja. Sonst hast du es dann zweimal. English. So, let's go on. Oh, a nice little test. So, enjoy it. Enjoy yourself. Have a nice lesson. Nein! Gut. Aber nicht groß, oder? Sender ist das gar nicht so schlimm gewesen. Ich höre nur einen. Dankeschön. Ja, das Ganze ist aber gar nicht so einfach. Ja, das ist gut. Es braucht einfach ein bisschen Routine. Aber wenn man es am Anfang sauber und exakt anschaut, dann geht es schon. Nur vom Reden hast du keinen Muskelkater, gell, Benjamin? Dort hast du so gutes Training. Ja, ja. Also in der Zwischenzeit sind sie Ja, ja. So, ade miteinander. die werden denen Ja, ja. Jetzt weiss ich warum, wegen dem Englisch-Test haben wir so viel gebraucht. Da kann man ja nicht schreiben. Ja, Schrecklich. Schrecklich. So.